herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen den dritten Teil unseres Endlosspiels Offenes Spiel im Sandkastenmodus. Ja, in den letzten beiden Teilen haben wir unsere Stadt Olympia gegründet, Wohngebiete aufgebaut, Heiligtümer errichtet und ein florierendes Gewerbe aufgebaut. Ja, und einen ebenso florierenden Handel, den wir betreiben. Ja, ein Wohngebiet der gehobenen Wohnung haben wir auch schon aufgebaut und haben auch schon unseren ersten Rivalen, Delos, erobert. Aber für den anderen Rivalen, Sparta, müssen wir unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung noch weiter ausbauen. Naja, und die Mänaden sind in unsere Stadt eingefallen. Wir warten darauf, dass wir Achill rufen können. Ihr seht, einiges los in Olympia und dann kehren wir auch mal wieder direkt zurück. Ja, unsere Stadt Olympia entwickelt sich prächtig. Wir können jetzt hier in dem vierten Wohngebiet auch schon das Podium bauen. Wer mich erwählt, dem werden die ungehobelten Götter nichts zuleide tun können. So, Arbeitsmarkt. Ja, das sieht ganz gut aus. Lebensmittel. Ja, haben wir genug. Erstmal, wir werden ja nachher noch weiter unsere Lebensmittelversorgung ausbauen. Ja, ich würde ja hier diese ganzen Uferbereiche natürlich auch noch befestigen wollen. Wir könnten zum Beispiel hier noch Fischerhäfen bauen für unser Silo der gehobenen Wohnung. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Oh, da passen doch hier einige hin. Oh, hier brauche ich auch nicht mal eine Straße zu bauen. Die ist schon da. Ja, dann brauchen wir das nur zu verbinden. So, und dann bauen wir hier auch noch einen Architekten auf. Und eine Sperre, damit er nicht immer hier über die Brücke gehen muss. So, hier kann Fisch angenommen werden. Ja, das passt. Ja, und unsere gehobenen Wohnungen haben jetzt alle Waffen bekommen. Die brauchen jetzt Kultur, nämlich das Stadion. Gut, wo können wir jetzt unser Stadion aufbauen? Ich würde das jetzt hier tatsächlich aufbauen und dann könnten wir das schön hier so in die Mitte setzen. So. Führen wir die Straße hier so schön dran vorbei. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Natürlich brauchen wir hier einen Architekten. So, und den bauen wir mal hier so rum. Gut, dann können wir noch Säulen bauen. Das sieht doch ganz nett aus. Sperren, dann muss er jetzt nicht die ganze Zeit hier durch die Gegend wandern. So, und ich habe vor, hier dann noch ein großes Kulturzentrum zu bauen. Wir sind ja schließlich in Olympia. Dann werden wir hier noch ganz viele Podien und Gymnasien und auch Theater bauen. Ja, und hier sehen wir, unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung hat sich weiterentwickelt. Die haben jetzt Kultur und auch schon Wein. Das heißt, sie brauchen jetzt Pferde. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Und dann müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. So, und da sehen wir schon, wie sich die ersten beiden Wohngebiete weiterentwickelt haben, weil wir jetzt entsprechend das Gymnasium gebaut haben. Da werden jetzt jede Menge neue Bürger einziehen, da brauche ich jetzt erstmal gar nichts zu machen. So, die letzten Verschönerungen hier noch durchführen. So.
Ja, wir können hier außen natürlich auch noch gehobene Wohnungen aufbauen. Das machen wir aber jetzt erstmal später. Ich würde jetzt gerne erstmal unseren Helden Achill rufen. Mittlerweile brauchen wir nämlich nur noch Rüstungen. Dann würde ich jetzt die Rüstung auch mal hamstern. So, bauen wir das hier noch so ein bisschen rum. Ja. So, dann können wir schon mal hier auch noch mal eine Schauspielschule bauen. Wenn wir später die Theater errichten. Ja, und ich bin jetzt ganz froh, dass ich in den anderen 3 Wohngebieten noch keinen Ölhändler etabliert habe, sonst würden sich nicht alle 4 Wohngebiete jetzt komplett entwickeln, wie hier das, wo der Ölhändler entsprechend schon aufgebaut wurde. Dann hätten wir hier eine Explosion von der Bevölkerung. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. So können wir jetzt sukzessiv das steuern. So, dann können wir hier schon mal weitere Weizenfarmen bauen. Ja, wenn wir da noch entsprechend gehobene Wohnungen bauen wollen, dann gehen wir mal hier ein bisschen zurück. Auch hier passt ja auch noch eine hin. Dann bauen wir das so. Ja, und wenn wir gleich unseren Helden Achill gerufen haben, können wir hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen weiter ausbauen und auch entsprechend dann mit Pferden versorgen. Weizenfarmen haben wir ja gebaut. Ja, und unsere Fischproduktion ist ja hier auch im vollen Gange. Da haben wir ja noch jede Menge Möglichkeiten. Allerdings muss ich auch noch ein paar Tririmhäfen bauen. Ich möchte die volle Stärke haben. Wir haben jetzt 4. 6 Stück können wir entsprechend hier aufbauen. Dann errichten wir doch hier noch welche. Da passen nämlich die 2 noch hin. Wunderbar. So, dann müssen wir das nur noch anschließen hier. Ja, das geht. Ja, das ist mir klar. Dann können wir schon mal das so bauen. Das passt. Sehr schön. Ja, 45 Arbeiter. Wir müssen immer hier unsere Nahrungsmittelversorgung im Blick haben, aber das sieht jetzt sehr gut aus. Obwohl diese beiden Silos hier keine Nahrungsmittel haben. Das ist schlecht. So, könnten wir Artemis mal um Nahrung bitten? Auch wenn die Silos vielleicht jetzt nicht voll sind, so wird doch bald genügend Nahrung da sein. Ach, das ist doch nett. Vielen Dank. Ja, dieses Wohngebiet werden wir jetzt mal vervollständigen mit den letzten Parzellen, die wir hier noch ausweisen können. Da ist die Straße nicht so gebaut worden, wie ich sie mir vorstelle. Das müssen wir anders machen. Und zwar... nee, das geht gar nicht anders. Wegen dem Theater. Das war schon richtig, wie ich das gebaut habe. Weil das Theater kommt ja hier hin. So, bräuchten wir eigentlich nicht. Also
Letztendlich bräuchten wir jetzt kein Theater. Wir könnten hier tatsächlich noch ein Wohnhaus bauen. Aber ich möchte auch schon gerne das auch kulturell vervollständigen. Da haben wir nachher noch mehr Möglichkeiten, entsprechend weitere Wohngebäude zu errichten. So, jetzt kommt hier erstmal Parkanlagen noch hin. So, und hier können wir das auch schon machen. Genau, so. So, ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, wir brauchen jetzt hier keine Sperren zu setzen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht wichtig, dass hier dieses Wohngebiet mit Schauspielern versorgt wird. Wir haben ja 3 verschiedene kulturelle Angebote, Gymnasium und Podium und das Stadion. Von daher brauchen wir jetzt hier keine weiteren Sperren zu setzen. Gut, aber wir sollten hier nochmal Verschönerungen durchführen. Ja, ihr seht, wir produzieren jede Menge Olivenöl. Was hier Wolle? Aber Wolle wird gerade angeliefert. Okay, gut. Nein. Hier ist keine Wolle drin, ne? Das ist schlecht. Aber da kommt sie, glaube ich, gerade. Was habe ich das eingestellt? 12. Ja, das sollte eigentlich reichen. Komm, wir bauen noch ein Warenlager hier für Olivenöl. So, und dann können wir auch noch mal Olivenpressen hier bauen. Mittlerweile haben wir alle Ressourcen, um unseren Helden Achill zu rufen. Das machen wir. Sehr schön. Dann können wir die Waffen wieder freigeben, beziehungsweise die Rüstungen. Oh, wir brauchen jede Menge Bürger. Dann kriegt dieses Wohngebiet jetzt hier den Ölhändler. Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. Wie habe ich das denn hier gebaut? So. Mit den Verschönerungen. Okay. Dann so. Ihr Versuch, den furchterregenden Achill herbeizurufen, ist von Erfolg gekrönt. Wunderbar. Achill ist in der Stadt. Ja, da ist er. Stolziert in unsere Stadt, aber bevor er sich mit der Menade beschäftigt, wird er erstmal zu seiner Heldenhalle gehen. So, hier wird fleißig weiter an dem Heiligtum der Demeter gebaut. Was brauchen wir eigentlich noch alles? 66 Marmorplatten, 20 Ladungen Holz und 10 Skulpturen. Okay, die Skulpturen verkaufen wir jetzt nicht und da ist gerade was zusammengestürzt. Ach nee, das war die Menade, die da gewütet hat. Wir könnten noch ein Bildhaueratelier bauen. Oder 2. Lassen wir das mal so. So, ja komm, dann bauen wir jetzt hier noch das gehobene Wohngebiet aus, indem wir noch weitere Parzellen hier ausweisen. Na, da passt es nicht mehr. Nein, wegen des Architekten. Okay, das könnte man noch verschieben, oder?
Ja, so müsste das doch gehen. Sehr schön. Dann machen wir es auf der anderen Seite genauso. Sehr gut. Ja, die Menade ist immer noch hier am Wüten, aber ihre Zeit ist jetzt gekommen. Da ist nämlich Achill. Auch wenn die Silos vielleicht jetzt nicht voll sind, so wird doch bald genügend Nahrung da sein. Ja, und Artemis segnet uns nochmal. Wunderbar. Die Furie ist beseitigt worden. Ja, aber die Verteilung von Nahrungsmitteln ist wirklich hier entsprechend nicht so gut. Also, wir könnten natürlich hier auch noch Käse produzieren. Ich glaube, Olivenöl produzieren wir so viel. Da brauchen wir hier keine weiteren Olivenbäume anpflanzen. Ja, dann machen wir Folgendes. Dann bauen wir noch weitere Käsereien. Die können dann jetzt hier hin. So, hier auch nochmal. Gut, weil diese Silos sind eigentlich immer leer. Das ist schlecht. So, jetzt sehe ich auch gerade, dass unsere letzten 2 Triremen gebaut worden sind. Und wir könnten, glaube ich, jetzt mal Sparta angreifen. Oder wollen wir noch die Pferdehöfe bauen? Ja, ich denke mal, wir verschönern jetzt erstmal hier noch das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Oh, das war die große Statue des Zeus. Die wollte ich jetzt hier nicht bauen. Ja, ich bin immer noch nicht ganz schlüssig, was ich als 4. Heiligtum bauen möchte. Hades oder Zeus. Zeus kann uns natürlich gegen jeden Gott helfen. Oh, ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Das ist gut. Das könnten wir dann nämlich hier hinsetzen. So. Ja, Zeus kann uns ja eigentlich gegen jede Gottheit schützen, auch gegen Poseidon. Und was ich nicht verstehe ist, dass wir ja hier Münzereien haben. Also das ist ja freigeschaltet. Das heißt, es muss irgendwo ein Silbervorkommen geben, welches ich aber noch nicht entdeckt habe. Von daher bräuchten wir nicht unbedingt das Heiligtum für Hades zu bauen, auch wenn der Cerberus unsere Stadt schützt. Allerdings mit Athene und Zeus brauchen wir den Cerberus auch nicht. Also werde ich wahrscheinlich doch das Heiligtum für Zeus bauen. Ich bin aber jetzt erstmal hier mit der Verschönerung noch beschäftigt. Ja, das passt gerade hier, das ist gut. Ja, hier passt es wegen den Steinformationen nicht so richtig. Mal gucken, ob wir das überhaupt richtig hochgepusht bekommen mit Attraktivität. Ja.
So, was haben wir denn an Militär jetzt überhaupt hier? Wir haben 3 Kompanien Hopliten und eine ist mal noch nicht ganz ausgebildet und wir haben 6 Triremen und wir haben auch noch die Amazonenkämpfer. Ja komm, wir werden jetzt Folgendes machen. Sparta, der einzige Rivale, den wir haben, den werden wir jetzt angreifen. Wir werden alles anwerben. Wir haben ja auch noch 2 Helden und wir nehmen Elis mit. Ja, mit unserer Marine können wir da nichts anfangen. Oder wollen wir da noch ein bisschen warten? Ja, wollen wir es wagen oder nicht? Oder wollen wir erstmal entsprechend noch weiter aufrüsten? Das ist jetzt die große Frage. Ach nee, ich glaube, ich lasse das mal. Sparta ist ja bekannt für sein starkes Militär. Ja, wir werden jetzt dann doch lieber Pferdehöfe bauen. Die Berittenen sind ja doch doppelt so stark wie unsere Hopliten. Und dann bauen wir jetzt hier die 2 Pferdehöfe hin. Dann bauen wir hier einen Loop. So. Und dann könnten wir hier auch noch Fischerhäfen bauen. Hier noch welche hin. Ja, das ist auch super. Dann bauen wir das so. Na, dann können wir das Stückchen hier wegnehmen. Dann kommt hier noch ein Architekt hin. So, und dann kann die Sperre nämlich hier hin und dann haben wir nämlich einen Loop. Sehr gut. So, Weizen haben wir ja mehr als genug. Und dann werden wir jetzt hier noch den Pferdeausbilder aufbauen. Ja, und dann lassen wir jetzt erstmal hier ein paar Berittene ausbilden und greifen dann Sparta an. Wir haben ja da keine Eile. Das können wir ja ganz in Ruhe machen. So, letzte Verschönerungen. So, und hier können wir auch noch Fischerhäfen bauen. Mal den Wald hier wegnehmen. Hier passt einer hin, hier. Und hier. Oh, wunderbar. Gut, hier muss ein Architekt hin. Das ist so eine elendige Sackgasse. Und wir haben schon wieder Jahresanfang. Tribute stehen an. Und dann würde ich hier eine Sperre setzen. Ja, und hier das Heiligtum der Demeter wird jetzt der Tempel errichtet. Jede Menge Marmor kommt da gerade an. Gut, haben wir denn schon Skulpturen? Oh ja, da haben wir jede Menge. Ja, hier bei diesen kleinen Wohngebieten werden wir jetzt kein Theater mehr bauen. Da reicht ja jetzt, wenn wir noch ein Gymnasium bauen und das Podium. Und mit dem Stadion entwickeln die sich auch komplett. Das baue ich schon mal. Das Podium hier hin. Ja. Und das Gymnasium kann hier hin. Jetzt will ich mal gucken, wie wir hier das entsprechend. Ja. Dann könnten wir die Straße wirklich versetzen, ne? Dann machen wir das so.
Okay, ja, so können wir es bauen und innen drin kann man natürlich auch noch komplett hier entsprechend Wohngebäude errichten. Dann passt das sehr gut. Arbeitsmarkt ist auch in Ordnung. Ja, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass dieses Wohngebiet sich hier von diesem Versorgungszentrum der beiden großen Stadtgebiete natürlich mit versorgt. Da sollten wir auch entsprechend eigene Versorgungszentren bauen. Die werden wir hier bauen. Und zwar werden wir Folgendes machen. Wir werden nachher eine Weizenfarm hier abreißen. Kommt hier ein Lagerhaus hin, was Olivenöl annimmt. Wolle haben wir ja hier. Und dann werden wir hier noch Silos bauen. Und dann haben wir nämlich hier noch ein zentrales Versorgungszentrum. Ich würde ja gerne hier auch noch ein Wohngebiet aufbauen. Mal gucken, ob es passt. Aber wir werden jetzt erstmal hier das Heiligtum der Demeter fertigstellen. Ja, da fehlen jetzt noch die Skulpturen und die große Statue der Demeter. Kommt auch schon der Marmor und auch Skulpturen, beziehungsweise eine Skulptur. So, hier sieht man schon jede Menge Karrenträger mit Weizen, die keinen Bestimmungsort haben, weil alles voll ist oder gefüllt wird. Wir nehmen jetzt mal eine Weizenfarm ist tatsächlich weg, wie ich das eben gesagt habe. Lagerhaus, so, das kann jetzt Olivenöl fordern. Ja, 16. Gut. Und die Olympischen Spiele beginnen. Aha, sehr gut. Da sehen wir schon einen Athleten, der sich auf den Weg macht. Ja, und die Olympischen Spiele sind auch schon wieder beendet, aber leider haben wir nur den zweiten Platz belegt. Schade. Da kommen sie wieder zurück. Philosophen, Athleten und auch Schauspieler. So, die letzten zwei Skulpturen werden gerade zum Heiligtum gebracht. Ja, sehr gut. Da braucht jetzt nur noch Marmor geliefert werden. Wir verkaufen wieder unsere Skulpturen. Und wir können, glaube ich, auch mal ein bisschen Weizen verkaufen. Wir verkaufen immer etwas Wolle. Ja, bei diesem Heiligtum haben wir 3 Altäre, wobei jetzt die 2 schon gebaut worden sind. Wir nähern uns jetzt hier tatsächlich dem Ende des Baus. Wer mich erwählt, dem werden die ungehobelten Götter nichts zuleide tun können. So, haben wir denn genug Arbeiter? Ja, da haben wir mehr als genug für unser Heiligtum. Jahresanfang, mal wieder. Aber Wein haben wir mehr als genug. So, die letzte Ladung Marmor für unser Heiligtum der Demeter. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier entsprechend den Kranz mit fruchtbarem Land. Da werden wir jetzt hier eine Straße drumherum bauen.
Oh, und ein Fischerhafen ist eingestürzt, da kümmern wir uns später drum. So, und dann sollten wir hier einen Architekten noch platzieren, der sich um die Farmen kümmert. Dann würde ich jetzt hier eine Sperre bauen. So, dann können jetzt hier die ersten Weizenfarmen gebaut werden. So. Finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Dann kriegen wir hier natürlich auch noch eine Allee hin, auf jeden Fall. So, und die Silos, die ich noch bauen möchte, kommen dann jetzt hier hin. Oder so. Ja, so bauen wir sie. Wir könnten zwar hier auch noch... Ne, das bauen wir so. Und das ist genau richtig. Und hier passt nämlich dann auch noch entsprechend die Weizenfarmen hin. Genau so. Ach, das passt super. Ja, das gefällt mir. Die Sperre müssen wir noch versetzen hier. Ja, und jetzt kann nämlich Demeter hier in Ruhe unsere Weizenfarmen alle segnen. Das finde ich sehr gut. Arbeitsmarkt sieht gut aus. Nahrungsmittel reichen. So, und jetzt möchte ich mal gucken, ob wir hier noch das zweite kleine Wohngebiet errichten können. Wir werden jetzt erstmal die Kunsthandwerkergilden abreißen. So, und bevor wir jetzt mit dem Aufbau weiterer Stadtgebiete beginnen, würde ich das letzte Heiligtum schon mal platzieren. So, ich denke, hier hätten wir jetzt noch Platz für das Heiligtum des Zeus. Die Hochburg. Die könnte man jetzt hier genau in der Mitte hier platzieren. So. Ja, das sollte doch eigentlich passen. Wie sieht das im Kontext mit der gehobenen Wohnung aus? Ja, das sieht doch gut aus, oder? So. Drehen wir nochmal bitte. So. Wunderbar. Dann führen wir die Straße so. Schließen das hier an. Das kann weg. Und die Kunsthandwerkergilden können hier hin. Wunderbar. So, hier sind noch Wildschweine, sehe ich. Hier könnte man auch noch Jagdhöfe etablieren. So, hier war irgendwo ein Fischerhafen eingestürzt. Hier auf jeden Fall nicht. Dann hier. Okay. So, dann versuche ich jetzt mal hier dieses kleine Wohngebiet auch noch hier aufzubauen. Ja, wir konnten es doch hier entsprechend noch aufbauen, dieses kleine Wohngebiet. Allerdings hier war es ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen haben wir die Gruppierung der Dienstleistungsgebäude etwas verändert. Ich brauche noch hier einen Brunnen. Der kann hier hin. So, und dann sollte das eigentlich dann passen. Ja, ich habe die Agora vergessen tatsächlich. Dann nehmen wir mal hier die Allee weg. So,
Dann machen wir das auch einfach so. Wunderbar. Dann können wir das Spiel wieder starten. So, der Arbeitsmarkt ist gut. Da würde ich jetzt noch nichts hier entwickeln lassen, aber wir können noch ein bisschen verschönern. Hier können wir noch eine Schauspielschule bauen. Ja, und das sieht ja auch schon ziemlich gut aus. Unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung, die ersten Pferde sind auch schon angekommen. So, hier haben wir auch noch jede Menge Möglichkeiten, fruchtbares Land zu nutzen. Ja, ich denke mir, wir produzieren jetzt jede Menge Nahrungsmittel. So, und hier wird auch fleißig gebaut an unserem Heiligtum für Zeus. So, ich baue jetzt hier weiter unser Gewerbegebiet aus. Wir können hier noch ein Bildhaueratelier bauen. Ja, ich glaube, wir können ganz viel Bronze noch produzieren. Das können wir hier noch weiter ausbauen. Ja, ich würde jetzt gerne noch mal wissen, wo mein Silbervorkommen ist. Wir schauen noch mal ein bisschen. Ja, hier sehe ich nichts. Hier vielleicht. Jawohl, hier haben wir silberhaltiges Gestein. Ach, das ist immer sehr, sehr schlecht zu erkennen. Aber hier ist es. Das heißt, wir könnten hier natürlich unsere ganzen Münzereien bauen. Das passt doch wunderbar hier noch hin. So, dafür entwickeln wir jetzt dieses Wohngebiet hier weiter. Ölhändler. So, und hier dieses Wohngebiet können wir natürlich jetzt auch schon mal so zum Teil parzellieren. Oh nein, das Schaf muss aber jetzt da weg. Danke. Wie passt es hier? Ah, das passt ja sehr gut. Und hier? Auch. Ja, so kann es bleiben. Dann hier auch noch schnell den Lebensmittelhändler aufbauen. So, die letzten Verschönerungen hier mal aufbauen. So. Ja, hier müssen wir natürlich jetzt noch Parkanlagen bauen. Ja, das passt. Sehr gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Gebäude sich alle entsprechend maximal entwickeln. Wunderbar. Da bin ich ja doch sehr froh. Ach, das sieht doch toll aus. So, dann können wir doch jetzt hier anfangen, mal ein paar Münzereien zu bauen. Na. Ja,
Wunderbar. So, da sind noch ein paar Wildschweinrotten. Bauen wir hier noch 2 Jagdhöfe auf. Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Ja, und wir haben das erste Mal 10.000 Einwohner in einer Stadt. Olympia wird zur Metropole und wir haben noch jede Menge Ausbaumöglichkeiten. Mal gucken, wie weit wir das schaffen. So, ja, wir nehmen unsere Tribute an. Ja, ich hätte gern noch einen Helden. Dann hätte ich hier eine schöne Symmetrie. Mal gucken, ob wir noch einen Quest bekommen oder irgendein Ungeheuer uns entsprechend angreifen wird. So, hier, das können wir auch ausbauen. Und dann brauchen wir wieder ein Theater. Und das können wir hier auch direkt schon machen. So, natürlich die Verschönerungen. Ja, das sieht doch jetzt hier auch alles sehr gut aus. Militär. Oh, wir haben hier schon 2 Kompanien mit Berittenen und jede Menge Hopliten. Ja, wir warten immer noch ein bisschen, bis wir Sparta angreifen. Da haben wir da jetzt keine Eile. Bis wir noch ein paar mehr Berittene haben. So, das Warenlager für Rüstung ist voll. Das liegt auch daran, dass ich, glaube ich, keine Rüstung verkaufe, ne? Nein! Dann sollten wir das jetzt mal tun. Nichtsdestotrotz könnten wir auch noch mal hier Warenlager bauen. Ja, hier für Skulpturen. So, und dann haben wir nämlich hier alles nur Rüstung. Gut. Ja, für Wein können wir auch noch hier ein Warenlager bauen. Ja, ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum sich hier diese gehobenen Wohnungen nicht weiterentwickeln. Ich dachte erst, es liegt daran, dass sie keine Pferde haben. Aber wenn ich hier anklicke, sehe ich, dass denen Zugang zur Kultur fehlt. Dann ist es meistens Wettbewerbe, also unsere Athleten gehen nicht hier entlang, um zum Stadion zu gehen. Das können wir noch mal ganz kurz überprüfen. Hier sehen wir das. Wir haben keinen Zugang, die gehen irgendwie nicht dorthin. Das Problem hat man schon mal. Was kann man machen? Man muss tatsächlich die Gymnasien versetzen. Also, ich würde das Gymnasium jetzt hier hinsetzen. So, und dann kann das Podium dann hier hin. Das Podium ist nicht so wichtig, da geht ja der Philosoph hin. So, dann kann die eine Sperre hier weg. So, und der Vollständigkeit halber machen wir das hier auch. Da muss leider das Denkmal weg. Aber ich glaube, wir haben genug. Also machen wir das so. Podium. So, und jetzt sehen wir nämlich, wie sich hier schon diese gehobenen Wohnungen weiterentwickelt haben, weil die bereits Pferde hatten. Hier auch. Nur die haben jetzt noch keine Pferde, aber Zugang jetzt zur Kultur. Da ist jetzt hier entsprechend ein anderer Text, dass diese jetzt auch Pferde brauchen. Also, da muss man ab und zu tatsächlich mal schauen, ob das alles so passt. So, jetzt kann sich nämlich hier auch diese gehobene Wohnung weiterentwickeln und dann kriegen wir nämlich auch mehr Berittene und können uns dann mit Sparta beschäftigen. Ja, apropos Militär, da stelle ich fest, dass ich nur 5 Triremen habe. Ja, die 6. war hier gewesen.
Die ist aber eingestürzt, weil uns hier ein Architekt fehlte und das habe ich dann jetzt mit einem Fischerhafen ersetzt. Das sollten wir natürlich auch umbauen, dass wir auch unsere 6. Trireme bekommen. Nämlich so. Gut, dann haben wir nämlich die volle Flottenstärke wieder. Allerdings, wenn wir Sparta angreifen wollen, nützt uns die Kriegsflotte nichts. Wenn ich jetzt hier auf alles anwerben gehe, sehe ich, dass die gar nicht mit angeworben werden. Ja, wir warten aber jetzt noch, bis hier diese Kompanie der Berittenen vollzählig ist. Und dann können wir, glaube ich, Sparta angreifen. So, wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus? Ja, da gibt es genug Menschen, die eine Arbeitsstelle suchen. Wir bauen nochmal ein paar Wollsammelstellen auf. Ja, passt das so? Ja, das passt. Dann noch die Schafe. Ja, Wolle haben wir jede Menge. Produzieren tun wir auch jede Menge. Ja, dann können wir jetzt hier noch weitere Verschönerungen durchführen. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Heldenhalle, die dann hier hinkommt, damit ich so schöne Symmetrie hier habe. Aber jetzt können wir hier erstmal das noch verschönern. Fischteiche. Ja, das passt doch hier rein. Na. So. Das ist verkehrt gebaut. Schnell weg. Weil es muss so gebaut werden. Hier kommt ja dann hoffentlich noch eine Heldenhalle hin. Obwohl, die passt da gar nicht rein. Ne? Ach so, ja, habe ich auch verkehrt gebaut hier mit den Gärten. So passt es dann, genau. Können hier Parkanlagen hin. Hat jemand meinen Speer gesehen? Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keinen Speer habe? Ja, hier ist ein Fischerhafen eingestürzt. So, und hier habe ich vergessen, noch die Denkmäler wieder zu setzen. So, und hier können auch noch Gartenhäuser hin. Ja, unser Heiligtum für Zeus, da brauchen wir noch jede Menge Baumaterial und Zeit, aber da kommt ja schon wieder Marmor. So, was können wir denn hier noch machen? Immer noch jede Menge Bürger, die eine Arbeit brauchen. Ja, wir bauen noch weitere Kältereien hier auf. Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Ja, und wieder greift Poseidon uns an. Naja, da ist er. Das müssen wir jetzt erstmal erdulden, aber ich hoffe, wenn wir Zeus in der Stadt haben, dass er uns dann etwas helfen kann gegen seinen Bruder. So, wir kriegen wieder Tribute. Ja, und dann geht's auch schon los. So, wir waren aber hier bei unseren Kältereien stehen geblieben.
So, dann baue ich hier nochmal ein Warenlager. Da können jetzt Trauben angenommen werden, wenn wir welche übrig haben. Und nochmal ein Bildhaueratelier. Dann haben wir aber auch genug Bildhauerateliers. Der Fluch des Poseidons ist aufgelöst. Alle unsere Fischerboote werden jetzt wieder neu gebaut. Allerdings sind unsere Triremenhäfen noch verflucht. Ich hoffe, dass das gleich auch vorbei ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ja, fast 5 Kompanien Berittene. Ich glaube, wir können jetzt Sparta angreifen. Wir warten jetzt noch eben, dass wir tatsächlich hier noch einen Berittenen bekommen. Dann haben wir die 5 Kompanien voll. Ja, und die Triremen können wir sowieso nicht gebrauchen bei der Erstürmung von Sparta. So, da ist auch gerade der Pferdeausbilder auf dem Weg zum Pferdehof. Das sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. So, jetzt haben wir sie. 5 Kompanien Berittene. Wir werden jetzt Sparta erobern. Wir werden alles anwerben, was wir haben. Wir haben auch jetzt 2 Helden ja schon. Elis wird uns helfen. Ja, und dann schicken wir die mal los, unseren letzten Rivalen zu besiegen. So, wir können hier an unserem Stadion gegebenenfalls sogar auch noch Häuser bzw. Wohnhäuser etablieren, indem ich jetzt einfach diese Straße hier so rumführe. Dann könnte man hier entsprechend Wohnhäuser noch setzen. Dann würde ich die Agora nämlich hier hinsetzen. Und dann würde ich hier später noch Philosophenschulen und Schauspielschulen bauen. Und dann kriegen die auch dadurch Zugang zu Kultur. Ja, das ist doch keine schlechte Idee. Das werden wir so machen. 8% Arbeitslosigkeit, das geht. Und die pythischen Spiele sind beendet worden, die Spiele der Schauspieler. Und wir haben diese gewonnen. Das ist doch schön. Dann könnte man doch hier ein Denkmal setzen, oder? So hier. Und dann könnte man dort die Agora bauen, oder? Genau, hier hinsetzen. Dann setzen wir das zweite. Nee, das zweite haben wir gar nicht. Das ist die große Statue des Zeus. Ja, die passt natürlich dann später gut hier hin. Zu seinem Heiligtum. So, ich denke mal, die Bodenplatten haben wir bald schon alle verlegt hier. So, Skulpturen verkaufen wir jetzt mal nicht. Die brauchen wir gleich. Und ich denke mal, wir können auch welche noch einkaufen für unser Heiligtum. Geld genug haben wir. So, ja, wir können noch ein paar Gießereien bauen. Und wir haben Sparta erobert. Ja, das war mir klar mit der Menge an Soldaten. Wunderbar. Oh, Elis zahlt Tribut, beziehungsweise möchte gerne, kann aber nicht mehr. Wir haben genug Wein in den Warenlagern. Rüstung können wir annehmen.
Ja, und Delos gibt das Geld und der Seehandel kann wieder aufgenommen werden. Das ist auch schön. So. Sparta wird uns Rüstungen zahlen. Ach du grüne Neune. Noch mehr Rüstungen. Kauft Bronze und Marmor. Ja, das passt auch wunderbar. Gut, das wird auch der letzte Handelspartner sein. Dann ist, glaube ich, nichts mehr auf der Karte, mit dem wir Handel treiben können. So, wir nehmen das mal hier alles weg. Setzen hier den Handelsposten noch hin. So, dann kann hier die Sperre hin. Wir könnten aber auch hier ein Stadttor bauen, weil das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Eine Stadtbefestigung. Und zwar so und hier. Geht das? Ja. Sehr schön, dann können die Architekten hier hin. Wie machen wir das denn? Ja, das bauen wir so. Okay, dann können wir jetzt hier auch noch Bronze und Marmor verkaufen. Oh ja, Bronze wird hier jede Menge gekauft. Allerdings verbrauchen wir auch jede Menge Bronze. Ja, Marmor wird nicht so viel gekauft hier. So. Dann können wir hier schon mal ein bisschen Mauer bauen. So. Und das sieht aber doof aus, ne? Ja. Wie kriegen wir das denn schön hin? Eigentlich gar nicht, ne? Das sieht ja doof aus. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. Das ist sehr schön. Ja, wenn wir jetzt hier die Mauer bauen wollen, natürlich hier ein Stadttor hin, damit unsere Mitarbeiter aus den Gießereien zu ihrer Ressource kommen. Alle brauchen tun wir es natürlich jetzt nicht, eine Mauer zu bauen. Letztendlich ist das totaler Blödsinn, weil wir haben keine Rivalen mehr. Das können wir alles wegnehmen. Braucht nur Platz. Das Einzige, was man tatsächlich machen kann, sind Türme bauen. Weil Türme brauchen auch Arbeitskräfte. Dann könnte man jetzt hier zum Beispiel und hier einen Turm setzen. Ja, das kann man machen. Und die können auch dann besetzt werden. Ja, wie es in unserer Stadt Olympia weitergeht, werdet ihr dann im finalen 4. Teil sehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.